Hallo, ich begrüße euch. YouTube-Videos mit Untertiteln in mehreren Sprachen aufnehmen. Das ist eine Reihe von 4 Videos. Dieses ist das zweite von den 4. Ich habe in der Einleitung schon erklärt, dass ich für den Ablauf das Drehbuch habe erstellen lassen vom Chatbot Bart. Da bin ich nicht immer ganz von überzeugt, aber was solche Dinge betrifft, YouTube und Dinge, die irgendwie unter Regie von Google laufen, da ist das die beste Wahl. Da kann also ChatGPT nicht mithalten. So, wollen wir uns das hier mal anschauen? Die Szenen, die ich hier als erstes mache. Szene 1 ist ja schon passiert, die Begrüßung. Dann geht es mit Szene 2 weiter, mit der Aufnahme. Und dann geht es weiter mit ein paar Bildern und später gehen wir mal zurück zum Drehbuch. Ich habe draufgeklickt auf meine PowerPoint-Folie und da sehen wir dann hier, die Produktion mache ich ja hier auch mit PowerPoint. Das erkennt ihr immer daran, wenn ihr mein Sprecherbild im Kreis seht, hier rechts, dann wisst ihr, das ist also jetzt mit PowerPoint aufgenommen. So ist die Standardeinstellung. Wenn man auf Aufzeichnen geht, dann kann man hier hinten bei den 3 Punkten auswählen, welches Mikrofon man nutzen will. Ich habe das eingebaute Mikrofon oder dieses, was hier mit USB Plug and Play steht. Das ist das, was also höherwertig ist. Das habe ich ausgewählt, aber die Kamera, die ist hier die von meinem HP Notebook und das reicht ja auch aus. Es geht ja hier nicht um Schönheitswettbewerbe. So, das habe ich also eingestellt und wenn ich dann aufnehmen will, klicke ich einfach hier auf diesen roten Button und dann wird aufgenommen. Da will ich also jetzt nicht näher drauf eingehen. Wenn ihr euch mit PowerPoint auskennt, probiert es einfach, das ist selbsterklärend. Jetzt geht es um die Szene 3. Mit einem Videobearbeitungsprogramm wie Camtasia könnt ihr Titel und Effekte hinzufügen. Das will ich also hier zeigen. Dann geht es anschließend um Upload. So, wollen wir mal weitermachen. Falls ihr also mit Camtasia noch nicht vertraut seid, aber ihr kennt vielleicht ein anderes Videobearbeitungsprogramm. Camtasia ist für mich deshalb die erste Wahl, weil ich es vor über 20 Jahren praktisch kostenlos bekommen habe, weil ich es damals vorgestellt habe bei der Ersteinführung hier in Deutschland. Und seitdem kriege ich für wenig Geld immer die Updates. Deshalb bin ich zu faul, mir etwas anzuschauen, was kostenlos ist, weil ich da doch sehr viel Zeit für benötigen würde, mich einzuarbeiten. Also in 5 Minuten hat man, wenn man schon solche Videobearbeitungsprogramme kennt, sich das erarbeitet, was man hier braucht. Es geht ja im Wesentlichen darum, Teile rauszuschneiden, die störend sind, zum Beispiel Versprecher. Und was ich hier auch noch gemacht habe, oder was ihr in dem ersten Video schon gesehen habt, das sind diese Einrahmungen. Darunter hat man dann noch 13 Lektionen. Die ersten seht ihr hier, dauern jeweils so 3 bis 5 Minuten, also etwas über eine Stunde, wenn man alles macht. Und dann ist man eigentlich auch schon perfekt in Camtasia. So, hier haben wir dann auf dieser Folie die Bedienelemente, die man da kennen muss. Wenn ich Camtasia starte, habe ich die Möglichkeit, hier sofort aufzunehmen. Ich habe hier die Möglichkeit, dann Medien zu importieren, also Aufnahmen, die ich gerade gemacht habe. Oder hier ist so ein Symbol, da würden dann auch die PowerPoint-Dateien zugehören, also die MP4-Dateien, die ich mit PowerPoint erstellt habe. Hier kann ich noch kommentieren und hier kann man dann Bilder ergänzen. Also das ist also hier, wenn die Medien dann ausgewählt werden. Bei der Aufnahme habe ich hier das Bedienpanel, rote Schaltfläche zum Start, das ist klar. Und dann kann man hier noch kontrollieren, ob das richtige Mikrofon ausgewählt ist. Habe ich ja eben schon gesagt, man sollte nicht diese eingebauten preiswerten Teile nehmen, sondern externe oder ein Headset. Das ist also auch in der Regel ganz gut, wenn das also ein Markenprodukt ist. Und die Kamera, da lasse ich es in der Regel bei der eingebauten Webcam, die hat meistens auch schon die richtige Höhe. Und es kommt ja, wie ihr hier unten auch bei mir seht, nicht unbedingt darauf an, dass man damit einen Schönheitswettbewerb bekommt, sondern dass diejenigen, die zuhören und vielleicht
die Sprecher sehen wollen oder die Lippenbewegungen noch sehen wollen, weil sie vielleicht Deutsch als Fremdsprache sprechen, dann ist das also schon völlig ausreichend. So, jetzt haben wir hier dann die Bearbeitung. Ich habe hier das, was mit PowerPoint aufgezeichnet ist, das ist hier oben importiert. Auch dieses Bild von dem Drehbuch habe ich hier als Screenshot importiert. Und das wird dann hier unten auf der Timeline, auf der Zeitleiste arrangiert. Da sieht man das dann hier auch, will ich also jetzt hier nicht großartig erklären. Nur damit man also sieht, das ist eine Sache, wer die richtigen Tools hat, der hat das in kürzester Zeit drauf, mit Hilfe der Tutorials, die ich eben schon nannte. Und hier sieht man, hier bin ich gerade an dieser Stelle hier, wo der Strich ist. Und das ist die Stelle im Video, wo hier das Transkript eingerahmt wird. Das kann man also hier sehen. Hier oben diese Kästchen, die da sind, das ist die Dauer, wo hier diese Elemente angezeigt werden. So, das ist also jetzt eine Sache nur so zum Überblick, wie man das dann mit Videobearbeitungsprogrammen macht. Camtasia ist eine von vielen Möglichkeiten. Und wenn man dann fertig ist, dann wird hier exportiert. Das heißt, ich habe also hier eine MP4-Datei reingenommen, die habe ich bearbeitet, Teile rausgeschnitten, ich habe Animationen ergänzt und dann produziere ich erneut eine MP4-Datei, die dann diese zusätzlichen Elemente enthält. Und das passiert automatisch, wenn ich da drauf geklickt habe. Am Ende kriege ich dann einen Hinweis, wo die Datei gespeichert wurde, die technischen Daten dazu. Und dann kann ich hier auf Produktionsordner öffnen gehen. Dann bin ich gleich in dem richtigen Ordner, wo es dann liegt. Und das mache ich dann auch. Und dann kann ich von diesem Produktionsordner dann gleich die Datei nach YouTube hochladen. Bei YouTube hat man ja hier rechts oben, wer also so einen eigenen Kanal hat und Dateien hochlädt, der hat hier dieses Symbol, eine Kamera mit einem Plus. Und dann kann man das hochladen. Und jetzt habe ich das hier als Fenster zusammengebracht. Links sehen wir hier nochmal Camtasia mit dem Produktionsordner, der hier geöffnet ist, nachdem ich auf die Schaltfläche geklickt habe. Und dann ziehe ich einfach dieses Videosymbol hier nach rechts, hier auf diese Schaltfläche, und dann wird das hochgeladen. Während des Hochladens bekomme ich dann also auch gleich eine Anzeige. Hier steht Transkript 02, so heißt also diese Datei, die ich da hochlade. Und da werden alle Bearbeitungsschritte, die YouTube für angemessen hält, also Rechteverwaltung, Monetarisierung, Werbeeignung, da muss ich dann auch bestätigen, dass da keine jugendgefährdeten Inhalte drin sind oder keine Gewaltverherrlichung. Also all diese Sachen werden da also in diesem Arbeitsgang dann gemacht. Und am Ende, wenn ich dann fertig bin, ist das bei mir immer so, dass das Video nach dem Hochladen erstmal als nicht gelistet dort steht. Das heißt, es können also nur die Menschen das Video anschauen, die von mir direkt den Link mit der ID bekommen, aber es wird noch nicht von Suchmaschinen gefunden. Ab hier zeichne ich jetzt nicht mehr mit PowerPoint auf, sondern mache das live am PC mit Hilfe von Camtasia. Ihr seht, ich habe hier das Drehbuch von Bart bei Szene 4, da waren wir ja gestern stehen geblieben. Sobald das Video fertig bearbeitet ist, könnt ihr es hochladen, gebt dem Video einen aussagekräftigen Titel und eine Beschreibung. Das war also Szene 4. Die Beschreibung habe ich noch nicht vergeben, aber das kann ich jetzt gleich machen. Dann kommen wir jetzt zu Szene 5, automatisches Transkript. Nach dem Upload wird YouTube automatisch ein Transkript erstellen. Das Transkript ist in der Sprache des Videos, in dem Fall Deutsch. Das Transkript ist jedoch nicht immer korrekt, daher müsst ihr es bearbeiten. Also diese Szene 5, die nehme ich jetzt auf und gehe noch kurz auf die Szene 4 ein. Ich gehe hier zum YouTube-Kanal. Auf dem YouTube-Kanal sehe ich, da ist dieses Video. Den Titel seht ihr hier schon, so erstellt ihr YouTube-Videos mit Untertiteln. Und das will ich also jetzt bearbeiten. Da klicke ich hier auf den Stift. Und da sieht man, da habe ich hier den Titel, den habe ich also hier schon eingegeben. Da fehlt eigentlich noch ein Komma und am Ende vielleicht ein Punkt, aber das sind schon 100 Zeichen, mehr geht nicht. Deshalb habe ich also die Zeichensetzung weggelassen. So, dann haben wir hier links die Möglichkeit, uns mit den Untertiteln zu beschäftigen. Da klicke ich darauf und da sehen wir, hier steht
Deutsch, Sprache des Videos, kopieren und bearbeiten. Hier steht auch schon Deutsch, Sprache des Videos. Ist also gestern angelegt worden, weil ich hier den Titel geändert habe. Steht hier schon zuletzt geändert. Und dieses ist also gestern auch schon hinzugefügt worden. Da steht aber noch nichts drin. Das ist also nur einfach eine Möglichkeit, dass ich hier jetzt eine Bearbeitung vornehme. Das mache ich am einfachsten dadurch, dass ich hierher gehe und wähle Kopieren und Bearbeiten. Das ist nämlich die automatische Transkription, die YouTube gemacht hat. Und jetzt kriege ich den Hinweis, dadurch werden deine bestehenden Untertitel auf Deutsch überschrieben. Da klicke ich auf Weiter. Wenn da also jetzt was drin wäre, wäre alles weg. Das kann sehr viel Mühe bedeuten, die ich da vergeblich gemacht habe. Klicke also hier auf Weiter. Und da sehen wir genau das, was hier YouTube schon transkribiert hat. Anders als in dem Video, was ich hier in dem ersten von den 4 Videos gezeigt habe, ist hier auch schon Groß- und Kleinschreibung weitestgehend richtig. Aber hier sind noch so ein paar Fehler, die sehe ich hier schon. Dippel steht hier, das muss eigentlich Diepel heißen. Ja, und da haben wir hier noch ein paar andere Stellen, wo ich sage, oh, da muss ich aber noch eingreifen. Auf jeden Fall, die Zeichensetzung fehlt. Wir sehen hier weder Punkt noch Komma. Und das ist also das, was dann gleich von ChatGPT, das könnte aber auch Bard sein, gemacht wird. Bard hat den Nachteil, ich kann da immer nur 2 bis 3 Minuten Zeichensetzung machen, weil der Text darf nicht länger sein als, ich weiß nicht wie viel, 2.000 oder 3.000 Zeichen. Und dann müsste ich das hier in mehreren Etappen machen. Also ich habe es auch schon mit Bard versucht, Ergebnis war gut, außer dass man das nur für Kurzvideos nutzen kann. Bei ChatGPT, da geht das einfacher, da kann man also auch längere Transkripte hier mit Zeichensetzung ergänzen. So, ich wähle hier alles aus, alles auswählen und dann kopiere ich das. Nehme hier die rechte Maustaste, dann seht ihr das besser. Dann gehe ich mal nach Word, nehme ein neues leeres Dokument und da füge ich das einfach als Text ein. Und da sieht man, ja, da sind also einige Sachen schon unterstrichen. YouTube zum Beispiel sieht man, ne, da kann man dann ein großes T hinmachen, beziehungsweise wird das hier schon vorgeschlagen. Also einen Editor wie Word zu nehmen, das ist also schon sehr gut. Ne? Option, Informationsschaltfläche. Also da sind jetzt so ein paar Dinge angemerkt. Brückensprache zum Beispiel. Ne? Das ist also hier nicht erkannt worden, dass das ein also groß geschrieben wird, hier in 2 Worte gefasst. Ne? Ich kann es aber auch eben korrigieren. So, das lässt sich also hier in der üblichen Form korrigieren und bearbeiten. Aber ich will das ja mit der Zeichensetzung ergänzen. Und dann schreibe ich hier oben noch was drüber. So, ich habe hier schon mal kurz angehalten, verändern. Da fehlen noch ein paar Buchstaben. So, das ist also hier das, was ich hier vor den Text schreibe, den ich eben übernommen habe. Bitte ergänze die fehlende Zeichensetzung, ohne das Transkript zu verändern. Dann wähle ich hier alles aus. Also ich lasse das jetzt erstmal so, wie es ist. Ihr seht, das sind, ja, knapp 2 Seiten sind das. So, Steuerung A, alles ausgewählt, rechte Maustaste, kopieren. Dann gehe ich hier und starte ChatGPT. So, ich habe hier ChatGPT, klicke auf Neuer Chat und hier unten, da füge ich das ein, kann ich die rechte Maustaste nehmen, dann seht ihr das besser, dass ich hier einfach einfüge. Als nur Text einfügen. Und da seht ihr, ist also der reine Text, ne, bis Tschüss, das kann ich immer erkennen, wenn da unten Tschüss steht. Das sage ich immer am Ende der Videos und ganz oben ist also hier beschrieben, bitte ergänze die fehlende Zeichensetzung, ohne das Skript zu verändern. Also ich kann hier auch direkt noch reinschreiben, wenn ich das Wort Hallo hier schon mal groß schreiben will, dann kann ich das hier tun. So, jetzt habe ich also hier mein Transkript für ChatGPT bereitgestellt, klicke hier auf das Symbol und jetzt geht's los. Ne? Man sieht, hier oben ist mein Text.
Und hier unten wird fleißig Zeichensetzung ergänzt. Hallo, ich begrüße euch hier. Da ist ein Punkt, so erstellt YouTube. Jetzt wird hier also zum Teil angehalten. Man sieht, hier ist also eine Denkpause, weil vielleicht viele andere auch ChatGPT nutzen. Jetzt schreibt er weiter. Also ich halte das Video dann an der Stelle, weil das kann eventuell 2-3 Minuten dauern. Dann kann ich mir also einen Kaffee holen. Also man sieht, er ist ja als am Ergänzen. Da stehen Sprachen drin, Englisch. Ja, hier ist schon, ich hatte eben Brückensprache korrigiert. Das war eben an einer Stelle nur korrigiert, aber hier hat er das schon an mehreren Stellen gemacht. Ne, Exchange-Server und so hat er also auch in Gänsefüßchen gesetzt. Das passt sehr gut. Hier ist ein Fehler mit 11 Szenen. Das weiß ich hier noch. Mit 11 Szenen, die hier bei mir dann im Folgenden auf 3 Videos aufgesplittet werden. Also da hat er 11.10 rausgemacht. Das sehen wir also hier. Ja, das ist also, muss ich also noch nacharbeiten. Aber wir sehen, passt also so ganz gut. So, mit Tschüss endet das. Ich danke für eure Aufmerksamkeit und sage Tschüss. Das steht hier unten. Jetzt ist ChatGPT fertig. Wir sehen hier Zeichensetzungen, aber ich habe eben auch schon ein paar Fehler erkannt. Jetzt gehe ich da rein. Ich markiere das jetzt manuell ab Hallo und gehe bis zum Tschüss. Gänsefüßchen lasse ich weg. Drücke die rechte Maustaste, wähle Kopieren. Jetzt gehe ich wieder nach YouTube und entferne das und füge mit der rechten Maustaste, nehme ich hier mal, damit ihr das seht, dass das einfach eingefügt wird. Da habe ich es eingefügt und das ist also auch das mit der Zeichensetzung. Die ist also jetzt von ChatGPT ersetzt. Jetzt schaue ich, ob die Timings jetzt auch alle noch passen. Und da sehen wir, das passt. Ich kann mir das jetzt anhören. Da will ich zum Beispiel das Wort vorher. Das will ich also hier in Großbuchstaben schreiben. Man sieht, das kann man also einfach hier reinschreiben. Und dann kann man sich das hier anhören, ob das alles so passt. Diese ganzen Korrekturen mache ich jetzt nicht. Ihr glaubt mir das, dass ich da also jetzt reinschreiben kann, so wie das vorher da ergänzt wurde, kann ich alle fehlerhaften Stellen dann beseitigen. Und anschließend klicke ich hier auf Veröffentlichen. Die Veröffentlichung in der Sprache des Videos, die hier manuell bearbeitet ist, die ist also hier am 17.09. passiert. Kann hier wieder auf Bearbeiten gehen und kann das also noch immer korrigieren und kann das als Entwurf speichern oder ich kann es dann erneut veröffentlichen. So, das wollen wir jetzt hier nicht verändern. Ich schaue jetzt mal wieder auf das Drehbuch. Szene 5 war ja hier Gegenstand. Nach dem Upload wird YouTube automatisch ein Transkript des Videos erstellen. Das haben wir gesehen. Das Transkript ist in der Sprache des Videos. Das Transkript ist jedoch nicht immer korrekt. Daher müssen wir es bearbeiten. Also ich habe Zeichensetzung von ChatGPT ergänzen lassen. Ihr könnt das ja dann gleich im Folgenden sehen, wie gut das ist. Jetzt geht es weiter mit der Szene 6, Bearbeitung des Transkriptes. Wenn ich also jetzt nochmal Word bemühe, um zu schauen, wo sind denn da noch Fehler gemacht, dann gehe ich also wieder hin, wähle hier das, was eben von mir manuell mit ChatGPT bearbeitet wurde bezüglich der Zeichensetzung, gehe auf Bearbeiten und nehme das, damit es in Word besser bearbeitet werden kann, als Text, ohne die Timings, rechte Maustaste, alles auswählen,
kopieren, gehe dann nach Word. Hier war ja in Word bisher noch keine Zeichensetzung in dem, was ich da vorbereitet habe. Mache ich alles nochmal weg. Das ist jetzt ein leeres Dokument. Füge das erneut ein. Und dann kann ich hier durchgehen und kann schauen, wo sind hier noch Fehler. Mal schauen, hat Word hier Fehler erkannt? Rote Striche oder sowas. Sieht also gut aus. Also was hier die Fehler, die Rechtschreibfehler da betrifft. In dieser Bearbeitung muss man jetzt nochmal genau durchgehen. Ist das alles sachlich richtig? Die Zeichensetzung stimmt, es sind auch keine Rechtschreibfehler mehr drin, aber der Sinn, der ist an ein paar Stellen noch verdreht, das muss ich korrigieren. Hier in diesem Bereich, arabische gemacht kann ich nicht, aber in andere Sprachen die Diebe kann. DeepL, das ist also ein deutsches Unternehmen, was sich mit der maschinellen Übersetzung beschäftigt, aber das kennt ChatGPT nicht und da ist dann aus DeepL ist Diebe geworden. Also diese Sachen, die muss ich manuell erkennen. Da darf man den Chatbots nicht vertrauen. Wer hier Diebe, überall wo Diebe steht, muss DeepL stehen. Das mache ich also jetzt nicht hier bei der Aufzeichnung, aber ihr könnt hinterher sehen, dass ich das korrigiert habe. Vertraut bei der Zeichensetzung nicht darauf, dass DeepL alles richtig macht. Es wird vielleicht 70 oder 80% der Zeit eingespart, aber man muss hinterher noch Änderungen machen, genauso wie hier Bart. Da ist hier mein Schnurrbart, ne, der wird mit T geschrieben, aber Bart von Google wird mit D geschrieben. Dann haben wir also hier diese Korrekturen anzubringen. Die setze ich dann natürlich hier wieder ein, wenn ich das korrigiert habe. Und dann schaue ich mir nochmal das Ganze mit den Timings an. Und dann veröffentliche ich das. So, das habe ich also jetzt nochmal gezeigt. Ja, jetzt ist also die Veröffentlichung passiert und ich habe eine Szene abgeschlossen. Schauen wir uns das nochmal an. Das war die Szene 6. Öffnet das Transkript in einem Texteditor und überprüft es sorgfältig, korrigiert alle Fehler, achtet dabei auf Zeichensetzung und Großschreibung. Wenn ihr unsicher seid, wie ihr etwas schreiben wollt, nehmt ein Wörterbuch. Ja, das ist die Szene 6. Dann haben wir hier die Szene 7. Ihr solltet es noch einmal Korrektur lesen. Das mache ich also dann bei YouTube. Das heißt, ich höre mir das an, was da also jetzt korrigiert eingearbeitet wurde und vergleiche das mit dem Gesprochenen. Und dann bin ich hier also mit der Szene 7 fertig. Und das ist dann also auch erstmal das Ende dieses Videos. Bis Szene 7 habe ich also hier dann alles abgearbeitet. Bei Szene 8, da werden wir uns dann mit der fehlerfreien oder weitestgehend fehlerfreien, von mir bearbeiteten Transkription beschäftigen und zusätzliche Sprachen hinzufügen. So viel für dieses Video. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Tschüss sage ich immer, weil dann kann ich also immer erkennen, ob die Transkription bis zum Ende auch richtig bearbeitet wurde. Wenn das Wort fehlt, dann muss ich also nochmal genauer hinschauen. Tschüss.